Heute geht es um ein etwas schwieriges Thema: Familienkrieg, Familienfrieden. Was hat das Ganze mit dem universellen Gesetz der Entsprechung zu tun? Ist ein Kompromiss immer die Lösung? Wie gehen wir um mit Angriffen, Beleidigungen oder gar Manipulation? Familienkrieg, Familienfrieden ist, um mit Theodor Fontanes Worten zu sprechen, ein weites Feld. In diesem Video soll es aus meiner Sicht um ein paar Inspirationen und Anregungen gehen, um besser damit zurechtzukommen, wenn es dich ereilt und du dich mittendrin fühlst in einem Familienkrieg, den du gern wandeln würdest in einen Familienfrieden. Als kleines Kind und Jugendliche sind wir darauf angewiesen, in unserem familiären Umfeld gut klarzukommen. Und so passiert es ganz automatisch, dass wir viele der Ansichten über uns als Person, als Mensch, über die Welt im Allgemeinen von unseren Eltern, Geschwistern, Erziehern einfach übernehmen, um späterhin, wenn wir erwachsen sind, festzustellen, dass das eine oder andere ja doch nicht so stimmig ist. Und wir fangen an, unser gesamtes Wertesystem in Frage zu stellen, mitunter, und zu uns selbst zu finden. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Sache, die wir in diesem Leben für uns regulieren dürfen, die Erkenntnis unserer selbst, die Erkenntnis unseres wahren Seelenpotenzials und die Selbstliebe, um das auch zu entfalten, egal was der Rest der Welt davon halten mag. Und plötzlich entstehen solche Situationen wie zum Beispiel der Vater, der möchte, dass sein Sohn den Landwirtschaftsbetrieb übernimmt. Der Sohn entscheidet sich aber für ein IT-Studium, weil er eine Affinität zu Computern und IT hat. Oder die Tochter, die einer Ärztedynastie entstammt, möchte Schauspielerin werden. Oder Großeltern hängen sich rein in die Erziehung ihrer Enkelkinder, weil ihre Kinder und Schwiegerkinder es aus ihrer Sicht nicht richtig machen. Ja, was ist schon richtig? Oder die Mama, die Angst hat um ihren Sohn in der jungen Ehe und nach wie vor plötzlich Essen vor die Tür stellt. Auch eine Umarmung kann erdrücken. Und schon sind, wenn man das nur an diesen Beispielen betrachtet, und davon gibt es Tausende, Familienkriege vorprogrammiert. Entweder mit Brachialgewalt oder sanft und zart manipulativ. Aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit Tausenden von Seminar- und Coaching-Teilnehmern weiß ich, dass Selbstliebe, Selbstwertschätzung, Selbsterkenntnis eine Menge damit zu tun haben, wie stark du angegriffen werden kannst. Bist du in der Selbstliebe, in deiner Mitte, dann kann dir jemand was von Bug schießen. Du wirst mir sagen, okay, was hat der denn für ein Problem? Dich schütteln und weitergehen. Wenn dieser Angriff mit Worten oder irgendwelchen Handlungen, die dir zuwiderlaufen, aus der eigenen Familie kommen, deiner, die du gegründet hast, zum Beispiel von Kindern oder deinen Eltern, Großeltern, also Familie im größeren Rahmen, dann sieht es ein bisschen anders aus, denn die stehen uns näher. Es gibt ja diesen Spruch, Blut ist dicker als Wasser, und da ist eine Menge dran. Jetzt lass uns solch einen Angriff, ich sage mal in Anführungsstrichen, mal genauer betrachten. Angenommen, dir wirft jemand etwas vor oder jemand versucht dich zu manipulieren, unter Druck zu setzen, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Frage: Warum tut der das mit dir? Weil du zum Beispiel durch dein niedriges Selbstwertgefühl, durch deine geringe Selbstwertschätzung den besten Boden für seine Saat des Angriffs lieferst.
Das heißt also, immer dann, wenn du das Gefühl hast, unter Druck zu sein, wenn du emotional reagierst, und zwar über Gebühr reagierst, kannst du davon ausgehen, dass dort genau eine Baustelle für dich ist. Eine Baustelle, die du beackern darfst. Schauen wir uns die Person an, die auf dich drauf losgeht, im Sinne von Familienkrieg. Wie steht es denn um deren Selbstwertschätzung? Sie würde nicht zum Angriff blasen, wenn sie sich sicher und stark fühlen würde. Dann würde sie dich in deiner Gesamtheit, in deiner Leuchtkraft als unsterbliche Seele, als göttliches Wesen erkennen und anders mit dir umgehen. Das heißt also, Angreifer und Angegriffener sind im Grunde immer auf Augenhöhe. Das Selbstwertgefühl des einen entspricht in etwa dem Wertgefühl des anderen. Und da haben wir das universelle Gesetz der Entsprechung oder Spiegelgesetz, was am Wirken ist. Was kannst du tun, wenn du dich in solch einer widrigen Situation wiederfindest? Es ist keine Schande, falls du dich in dem Augenblick einfach nicht sicher und stark genug fühlst, zu sagen, stopp, ich muss über das jetzt erstmal nachdenken, und ziehst dich aus der Situation heraus und zurück. Einfach, um dir darüber im Klaren zu werden, was willst du wirklich? Was ist dein Ansinnen dahinter? Was ist dein Wertesystem, von dem du dich leiten lassen möchtest? Dieser Rückzug kann als Schwäche dir ausgelegt werden. Na und? Was tut's? Ist doch egal. Hauptsache, du gehst keinen faulen Kompromiss ein. Und das tun wir viel zu oft. Wir sagen Ja zu einer Sache um des lieben Friedens willen. Bloß, bist du dann hinterher wirklich im Frieden mit dir? Ich wage es zu bezweifeln. Das heißt also, sich rauszulösen aus einer Situation, die man momentan einfach für sich nicht lösen kann, ist keine Schande, sondern dient dem Frieden in der Situation. Denn der andere, der plötzlich keinen Widerhall mehr findet, keine Prallmauer, an der er sich weiter aufschaukeln kann, der wird auch zur Ruhe kommen und für sich selbst auch nochmal nachdenken können. Fassen wir kurz zusammen. Familienbande sind aufgrund der emotionalen Nähe bestens geeignet, uns unsere Baustellen auf dem Weg zu unserer Selbstwertschätzung, zur Selbstliebe, zu unserem Seelenwachstum zu helfen und zu begleiten. Familienkriege, um es mal drastisch auszudrücken, sind daher vollkommen normal und zeigen uns genau das. Sei dir immer bewusst, dass Angreifer im übertragenen Sinne und Angegriffener sich auf Augenhöhe im Zusammenhang mit der Selbstwertschätzung und Selbstliebe befinden. Insofern braucht niemand sich klein zu fühlen, nur weil er attackiert wird. Und es ist eine super gute Idee und überhaupt nicht ehrenrührig, statt einen faulen Kompromiss einzugehen, den ich später bereue, mich mit einem klaren Stopp aus der Situation zurückzuziehen, um sie nicht weiter eskalieren zu lassen. Und nach dem Rückzug schaue ich, was ist denn für mich wirklich stimmig?